Howdy ho amigos und willkommen. Es wird wieder mal geschraubt. Heute geht es nicht nur um eine technische, sondern auch um eine optische Verbesserung. Denn die Bremsscheiben werden getauscht. Vorne und hinten gegen diese hier. Die machen optisch schon ziemlich viel her. Das sind sogenannte Half-Floating Discs, bestehend aus hauptsächlich zwei Teilen, einmal dem Träger, einmal der Bremsfläche selbst. Und haben den Vorteil, dass die um einiges weniger dazu neigen, sich zu verziehen. Machen wir uns nichts vor, das ist eine Standard-Harley ohne irgendwelche Leistungsoptimierung oder Leistungssteigerung. Da ist das technisch nicht notwendig. Allerdings gefällt mir die Optik und sie bieten auch so eine bessere Bremsleistung. Deswegen kommen die jetzt ran. Bei normalen Scheiben ist das Prinzip so: Auflagefläche erhitzt sich, Temperaturunterschied zum Kern, heiß nach kalt. Deswegen verformen sich Bremsen bei sehr hoher Bremslast. Läuft bei denen nicht Gefahr, denn die hat hier 2 mm Spiel zum Träger und es wird nur die eigentliche Bremsfläche belastet und kann sich ausdehnen, ohne Wirkung auf den Träger zu haben und verzieht sich deswegen weniger. Die machen wir heute hin. Also, lasst uns loslegen. Viel Spaß dabei. Beginnen tue ich mit der Vorderseite. Das geht um einiges einfacher wie hinten. Dazu bocke ich das Motorrad auch vorne auf, so dass der Wagenheber genau vor dem Seitenständer steht. Den Wagenheber genauso wie alles andere an Werkzeug findet ihr in der Beschreibung verlinkt. So, ein bisschen hochgedreht, das ganze Ding steht schon von alleine. Es wird so weit aufgebockt, dass das Vorderrad gerade so noch entlastet wird. Das ist perfekt, um die Achse dann rauszubekommen. Ich löse diese Schraube hier vorne. Einfach nur angelöst, ist locker, das reicht. Ich habe meine selbstgemachten Achscover schon entfernt auf beiden Seiten. Um die Achse rauszudrehen, kommt das altbekannte MacGyver-Werkzeug zum Einsatz. M10, Schraube und Mutter. So, dann drehe ich die Achse langsam aus. Der Reifen liegt gerade so auf dem Boden auf. Und dann kommt sie mit Leichtigkeit entgegen. Nun nehme ich das Vorderrad nach vorne weg. Dabei kommen uns die Spacer entgegen. So, hier ist er links und einmal rechts der ABS-Sensor und das Vorderrad wäre ausgebaut. Hier an der Scheibe haben wir diese 5 Torx. Das ist ein 40er. Die gehen auch relativ leicht raus. Und damit wäre die Bremsscheibe entfernt. Und bevor ich jetzt weitermache, wenn ich das Rad schon so vor mir habe, werde ich erstmal der Lieblingsbeschäftigung eines Harley-Fahrers nachgehen und putzen.
So, das Vorderrad ist gereinigt. Da wir an der Bremse arbeiten, ist Sorgfalt das Allerwichtigste. Keine Rückstände, weder auf der Auflagefläche noch in den Gewinden. Muss alles tipptopp sauber sein. Ich lege die neue Bremsscheibe auf. Hier gibt es die Besonderheit, dass der Hersteller ein paar Ringe mitliefert, um den Durchmesser der Aufnahme der Scheibe zu verringern und auf Harley-Maß zu bringen. 5 Stück liegen bei, 5 Stück kommen rein. Ebenso sind die Schrauben selber so gut wie möglich zu reinigen und auf gar keinen Fall die Schraubensicherung vergessen. Nun ziehe ich die Schrauben über Kreuz mit 22 Newtonmetern an. Immer wieder kontrollieren, ob alles richtig anliegt. Einmal alle auf 22 angezogen. Selbes Spiel auf das finale Drehmoment mit 33 Newtonmetern. Eine letzte Kontrolle. Einwandfrei. So, nachdem nun auch am Motorrad alles gereinigt ist, wird das Vorderrad wieder platziert. Manchmal ist es nötig, mit einem Schraubenzieher sehr vorsichtig die Bremsbacken etwas zu öffnen, damit die neue Scheibe passt. Der ABS-Sensor und der Spacer auf der anderen Seite. Nun wird die Achse wieder zurückgesetzt. Das Gewinde auf der Gegenseite ist ebenfalls gereinigt. Je nach Bedarf wird Achsenfett aufgetragen. Und ihr wollt das Achsenfett auf der Achse und nicht auf dem Gewinde haben. So, sitzt die Achse einmal, kann ich beginnen, diese festzuschrauben. So, und nun wird die Achse vorne mit 107 Newtonmetern angezogen. Zu guter Letzt nun noch die Sicherungsschraube hier angezogen mit 34 Newtonmetern. Und das war's dann auch schon mit dem Vorderrad. So, was vorne noch relativ einfach war, wird hinten etwas umfangreicher, denn die Achse muss in diese Richtung ausgeschoben werden und da ist der Endtopf im Weg. Je nachdem, was für einen Kennzeichenhalter ihr habt, könnte es sein, dass die Achse auch nach links rum zeigt. Es ist immer zu empfehlen, bei einem Reifenwechsel, falls die Möglichkeit besteht, die Achse linksrum einzubauen, damit eben der Endtopf nicht raus muss, wenn was am Reifen, Bremse oder sonst irgendwo gemacht werden muss. Es ist immer ein Vorteil, die Achse linksrum gedreht zu haben.
War bei mir nicht möglich, deswegen wird das jetzt etwas umfangreicher. Ich starte damit, das Hitzeschutzblech zu entfernen. Die sind hier mit Schellen befestigt, hier unten und hier oben. Nun geht es an diese Schelle hier. Da haben wir die Mutter mit einer 9/16 Nuss. Die wird nur so weit gelockert, dass ich die Schelle über den Krümmer schieben kann. Dort bleibt die auch erstmal. Nun geht es an diese zwei Schrauben hier oben. Die habe ich vorhin schon gelockert. Das ist ein 3/16 Inbus. Und damit wäre der Endtopf schon gelockert. Allerdings muss ich noch die Leitung für den Stellmotor befreien. So, hier ist die Leitung des Stellmotors, die hier oben angeschlossen war unterm Sitz, und einmal die Lambda-Sonde. Alles hier an der Seite eingeklipst. Wie gesagt, wollt ihr da mehr dazu wissen? Einfach das Kästich-Video anschauen. Nun kann man die Sache nach oben drehen, dass man mit der Halterung an der Führungsschiene, an der Halterungsschiene unten vorbeikommt. Hochdrehen und dann rausspielen. So, nun bocke ich das Motorrad auf. Ihr findet das ganze Zollwerkzeug und den Heber und so weiter. Alles in der Beschreibung. Ich möchte das Motorrad jetzt erstmal einfach nur in gerader Position. Das Gewicht liegt zum Teil auf den Rädern, zum Teil am Heber. So bleibt das im Moment. Dann gehe ich auf die Seite des Kennzeichenhalters und mache hier den Sicherheitssplint ab. So, nun geht es daran, die Mutter der Achse zu lösen. Ihr solltet etwas zur Hand nehmen, das eine große Hebelwirkung hat, denn da steckt Kraft dahinter. Auf der Seite hier haben wir eine 36er Nuss. So, einmal gelockert, kann man die Mutter hier entfernen. Nun, bevor die Achse rausgeschoben werden kann, haben wir auf beiden Seiten noch diese Schrauben. Die werden noch sehr wichtig, denn diese positionieren das Rad in der Flucht und sind auch verantwortlich für die Riemenspannung. Die werden wir jetzt erstmal ausdrehen und lösen. Da haben wir ein 3/8 Mehrzahnnuss. Selbes Spiel auf der anderen Seite. Und nun nehme ich das Motorrad so weit hoch, dass das Hinterrad gerade noch den Boden berührt, aber der meiste Druck auf dem Heber liegt. Und dann kann die Achse nach außen hin raus.
vorwärts geschoben werden. Ist die Achse draußen und diese Schraube gelockert, lässt sich der Riemen aus dem Pulli ziehen. Und nun muss das Bike noch ein Stück hoch. So, der Riemen wäre befreit. Und nun gilt es daran, hier den Bremssattel etwas nach vorne zu schieben und den Spacer an der Seite vorbei. Damit gewinnt man Spiel am Rad. Dann ist es nicht mehr so eng, dann kommt einem auch der ABS-Sensor entgegen. Den kann man hier baumeln lassen. So, ist das Ganze hier befreit. Auf der rechten Seite keine Spannung mehr drauf. Links ist der Riemen ab. Jetzt kann das Motorrad noch etwas nach oben, damit ich den Pulli an dem Wellschutz vorbei bekomme. So. Und das Rad ist frei. So, nun wieder die Bremsscheibe gelöst mit einem 45er Torx. So, und weg ist sie. Jetzt komme ich auch wieder an die Speichen ran, um die ordentlich zu reinigen. So, die Felge und die Speichen alles komplett gereinigt, wie vorher auch. Unbedingt die Gewinde reinigen, von Resten befreien und alles komplett plan und eben haben. Also hier dürfen keine Rückstände, gar nichts sein. Und dann kommt die neue Bremsscheibe drauf. Im Gegensatz zu der Vorderachse haben wir hier keine Hülsen, die noch mit eingebracht werden müssen. Die Schrauben sind ebenfalls gereinigt und wie zuvor mit etwas Schraubensicherung drehe ich die nun eine nach der anderen ein. Nun wird das Ganze mit Drehmoment angezogen, zuerst mit 40 Newtonmeter. Und danach mit 61 Newtonmeter. So ist einmal am Reifen alles erledigt, geht es an den Rückbau und wie vorher auch, kann es sein, dass ihr die Bremsbacken hier etwas öffnen müsst, damit die neue Scheibe reinpasst. So, jetzt gilt es, das ganze Sandwich wieder zusammenzubringen. Das ist manchmal etwas friemelig. So sind wir einmal mit dem Bremssattel einigermaßen an der Felge vorbei. Kann man das Bike wieder etwas ablassen. So, das ist fast schon die exakte Höhe. Ist das Bike etwas abgelassen, kann ich hier den Riemen wieder aufspannen. Und dann gilt es von beiden Seiten, die Spacer wieder einzubringen. Der sitzt dort in seiner Position. So, hier haben wir den kleinen Spacer, der außen hin zur Schwinge sitzt. Ist das Ganze einmal wieder in Position gebracht, wird das Bike
auf die richtige Höhe abgelassen. Das sieht zwar ein bisschen chaotisch aus, ist aber kein Problem. Man lässt sich da immer ein bisschen Spiel, denn es ist ein bisschen eng, das Ganze wieder reinzubringen, aber man kann den Bremssattel nach vorne schieben, den ABS-Sensor und den Abstandsring reinbringen und dann den Bremssattel wieder zurück in Position schieben. Oder man fügt das Ganze beim Einführen vom Reifen wieder zusammen. Kann man machen, wie man will. Sitzt das Ganze einmal locker drin, auf richtige Höhe bringen, um die Achse dann wieder reinzuschieben. So, die Achse habe ich gereinigt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber natürlich auch wieder gefettet. Und jetzt gilt es, die wieder in Position zu schieben. Dafür brauchen wir natürlich die richtige Höhe. Einmal bis auf die andere Seite geschoben. Kommt natürlich der zweite Spacer. So. Und die Achse sitzt. Nun bringe ich auf dieser Seite alles in Position. Aber alles noch komplett locker. Ist einmal alles in Position gebracht, geht es darum, die richtige Spannung auf den Riemen zu bringen. Das ist genug Material für ein extra Video. Aber auch vor allem die Achse wieder in ihre gerade Position zu bringen. Ich drehe die Schrauben auf beiden Seiten gleichmäßig ein. Nun, da ich die richtige Spannung auf dem Riemen habe, möchte ich die Achse ja gerade haben und dafür brauche ich dieses Maß. Das hier ist die Achse der Schwinge und dieser Abstand muss auf beiden Seiten gleich sein. Achse Schwinge zu Achse Hinterrad. Denn hier oben haben wir die Feder und um diese Achse federt das Motorrad. Dieser Abstand muss auf beiden Seiten exakt der gleiche sein und dann steht die Achse parallel im Motorrad. Und dazu habe ich hier meinen Schweißdraht, den ich genau in der Mitte dieser Achse platziere und dann das Maß nehmen zur Mitte der Hinterradachse. Das vergleiche ich nun auf der anderen Seite. Auf dieser Seite hier ist dort unten die Achse der Schwinge. Ich bringe meinen Draht dort in die Mitte. Schau, dass er auch nicht verfälscht wird. Ich messe hier mehrmals auf beiden Seiten. Jedes Mal Mitte zu Mitte, bis ich beide Achsen genau parallel habe. Diese ganze Messerei geht mehrere Male hin und her. Ist nun alles richtig eingestellt? Schaue ich noch nach dem Winkel vom Kennzeichenhalter und kann dann die Mutter der Achse wieder anziehen. Nicht zu vergessen muss der Splint natürlich auch wieder ran. Nun kann auch der Endtopf wieder dran.
Einmal aufgeschoben, nach unten gedreht. Die 2 oberen Halterschrauben kommen wieder ran. Und bevor ich alles festziehe, schaue ich natürlich, dass alles wieder sauber und parallel sitzt. Die Schelle am Krümmer kann jetzt festgezogen werden. Nun bringe ich alle Leitungen wieder in Ordnung, werde sie wieder festbinden, hochführen, anschließen, einmal wieder die Lambda-Sonde, einmal den Stellmotor. Ist alles wieder ordentlich verlegt, von unten bis oben. Alles fixiert, kann der Sitz auch wieder drauf. Wie immer schauen, nicht zu festbinden, die Kabel brauchen Spiel, sollen sich nicht abscheuern, sollen nicht vom Sitz, von den Auflageflächen des Sitzes abgescheuert werden und so weiter. Nun den Plastikdeckel zurück. Seitendeckel wieder drauf gesteckt. Zu guter Letzt noch das Hitzeschutzblech. So, und damit werden die Bremsscheiben gewechselt. Wie gesehen, vorne eine relativ schnelle Sache, hinten etwas mehr Aufwand dank Endtopf und Kennzeichenhalter. Aber alles in allem gut machbar für einen erfahrenen Mechaniker. Einfache Arbeit. Allerdings, alles hieran ist ein sicherheitsrelevantes Thema, denn Bremsen beim Motorradfahren ist durchaus praktisch. Deswegen darf hier nichts schief gehen. Alles muss korrekt ausgeführt werden. Ja, denn ansonsten endet's böse. Noch ein paar Sachen zur Montage selber, und zwar, wie ihr gesehen habt, beim letzten Anziehen der Hinterachse. Bei mir ist es nicht möglich, ich hätte noch ein bisschen mehr Abstand nehmen können. Es ist auf jeden Fall, ich achte jedes Mal darauf, aber es ist wichtig, beim letzten Anziehen der Achse, ihr wollt die Achse ja durch diesen hohen Drehmoment beim Anziehen nicht wieder verrücken. Deswegen langsam, nicht ruckartig und am besten gegenhalten in einer aufrechten Position, sodass die Achse hier nach vorne gedrückt wird und hinten in einer relativ niedrigen Position, damit sie beim Anziehen ebenfalls nach vorne gedrückt wird, gegen die Konterschrauben. Ihr wollt sie definitiv nicht verrücken im letzten Schritt, denn wie bei anderen Umbauten auch, solltet ihr darauf achten, dass das Fahrverhalten sich nicht verschlechtert. So wie sie vorher gefahren ist, so soll sie danach auch fahren. Sowohl bei den Achscovern oder alles Mögliche, was ihr vorne an der Achse macht, hinten. Es fällt immer wieder auf, dass sich Leute beschweren, die Maschine fängt an, nach links zu ziehen. Es ist immer links, teilweise auch baubedingt. Die Gewichtsverteilung primär ist auf der linken Seite, Auspuff, rechte Seite. Baut ihr am Auspuff schon was um? Macht ihr Taschen hin? Alles ist eine Sache vom Gewicht. Müsst ihr bedenken, wie ihr auf dem Motorrad sitzt. Müsst ihr bedenken, hat alles Einfluss auf die Fahrtrichtung. Allerdings tendieren Softails generell einen leichten Linksstrahl zu haben. Falls die Maschine nicht mehr so fährt wie vorher, liegt es wahrscheinlich daran, falls ihr diese Arbeit durchgeführt habt, dass die Hinterachse nicht richtig sitzt. Muss parallel sein. Die Züge zum Beispiel haben einen wesentlichen Einfluss, denn diese ziehen auch am Lenker. Hebt ihr die Maschine hoch, könnt ihr beobachten, in welche Richtung die Züge euren Lenker beeinflussen. Ebenso die Höhe der Gabel vorne. Alles Sachen, die die Fahrtrichtung beeinflussen. Auf jeden Fall, wenn ihr die Arbeit durchführt und es fährt danach nicht mehr so wie vorher. Wisst ihr, an was es liegt? Ihr habt daran rumgepfuscht. Zur Bremsleistung selber.
Gibt es denn einen Unterschied? Merke ich den? Und ich kann ganz klar sagen, nein. Ist eine rein optische Sache. Möglicherweise bieten sie auch 5% mehr Bremsleistung. Was weiß ich, ist absolut nicht merkbar. Vielleicht merkt das ein Rennfahrer. Fährt man damit Rennen? Nein. Vielleicht merkt man es auf dem Prüfstand. Wie viel Zeit verbringt ihr auf dem Prüfstand? Weiß ich nicht. Also wirklich optisch top. Wertet das ganze Motorrad auf. Mir gefällt's. Und ist eine schicke Sache. Von dem her, wem es gefällt, machen. Und wie ihr vielleicht seht, sind meine Cover weg. Wieder mal. Kein Coverarm, Luftfilter, Achsencover keine dran, Gabelcover keine dran. Die sind nämlich jetzt fertig. Ich habe sie fertiggestellt und werde sie euch demnächst präsentieren. Wird nicht mehr so lange dauern. Deswegen, wie immer, ist noch viel zu tun. Drum sage ich bis zum nächsten Mal.